Oh, jetzt der Fluss sieht gar nicht so schlimm aus wie gestern. Hat auch noch viel Platz. Jetzt gerade ist 7 Uhr, ja 6 Uhr morgens. Der ist auch auf. Schönen Yen. Also hier morgens ist ganz ruhig. Ein paar Jogger, ein bisschen spazieren. Ich gehe jetzt mal zu dem Laden, wo wir gleich hin wollen. Ja, ich will mal gucken, ob die schon Vorbereitung machen. Vögel zwitschern. Aber ganz schön viele alte Leute. Mal gucken, ob wir auch ein bisschen Jüngere sehen heute. Das Programm für heute. Also entweder wir gehen in so ein Naturschutzgebiet Schrägstrich Zoo. Da gibt es irgendwie Affen und Panda-Bären. Und ich glaube, die anderen pennen aber noch, weil ich habe schon mal die Frage rausgeschickt, ob die da Lust drauf haben. Ansonsten gucken wir so ein bisschen historische Sachen hier in Ja'an an und laufen einfach durch die Stadt. Zum Essen, eine Bekannte von einer Schwiegermama hat uns eingeladen, bei ihr Tianchen-Nudeln zu probieren. Die sind hier in Ja'an auch wohl nochmal besonders. Auf jeden Fall jetzt gleich der Spot hier, den ich gerade auschecke. Das wollten wir zum Frühstück machen. Ich glaube, ich bin auch schon fast da. Ich finde immer diesen Mix aus alt und neu cool. Ich mag super diese, wenn so kleine Steinfassade immer ist. Das ist so charakteristisch hier, zumindest für diese Region in China. Und ja, hier in Ja'an ist das fast jedes Gebäude aus Ziegelstein so. Dann haben wir überlegt, für abends gibt es hier einen besonderen Fisch in Ja'an. Allerdings glaube ich, außer Xiaoliu ist niemand so ein richtiger Superfisch-Fan. Vielleicht gehen wir auch auf Schaukau Grill. Ja, das ist das Tagesprogramm heute. Also morgens ist es hier richtig ruhig und nichts los. Da drüben gibt's Doha später. Yiping Doha. Hier. Doha ist dieser Tofu-Snack, also das heißt ja Tofu-Blume. Und meistens gibt es den entweder scharf. Oh, hier gibt es auch einen Nudelladen, der ist aber noch zu. Ja, also wir sind ein bisschen früh dran anscheinend. Obwohl ja Frühstück, Nudeln ist schon mal ganz üblich. Aber der ist noch zu. Mal gucken, wann der aufmacht. Ich habe Hunger. Hier stehen noch einfach so die Getränkekühlschränke draußen. Geil. Ja, also Kriminalität ist in China nicht mehr so krass das Ding. Oh ja, hier ist er, glaube ich. Ist er das? Hä? Da steht ein anderer Name dran. Shimische Hokaisha. Uchidauer. Wie heißt er? Lan Shifu. Also Meister Lanz Dadamien soll es hier geben. Stand aber jetzt ein anderer Name dran. Wir finden es dann später raus. Ich habe ja hier die beste aller Hilfen. So, okay, dann nehme ich einfach eine kleine andere Route zurück, damit ihr hier noch ein bisschen mehr von der Stadt seht. Vielleicht machen wir einfach so eine Uncut-Version für alle, die so richtig Bock drauf haben. Okay, da drüben gibt's Feuertopf. Aber heißt ja nicht, dass wir alles hier essen müssen. Wenn man jetzt in so kleinen Orten unterwegs ist, was auch richtig geil ist, es gibt da quasi die Lokalspezialitäten. Also nicht nur, wie wir in Berlin machen, Chengdu-Küche, oder dann im Großen nennt sich das ja Sichuan-Küche, sondern dann geht's ins Detail. Dann gibt's hier quasi Ja'an-Versionen und dann natürlich aus den Dörfern noch, die hier drumrum sind, auch noch die eigenen Versionen, also so hyperlokal. Boah, guck mal, da drüben dampft es schon.
Baozi, Mantou, Shaoshou, Mian. Oh. Aber ich warte noch auf die anderen. Ich halte noch ein bisschen durch. Da gibt es auch noch einen kleinen Laden. Mian Mian. Chiao Che. Also doch hier, Frühstückszeit. Ich werde mal Schwiegermama anfragen, ob die schon wach ist. Weil ich bin jemand, der kann zweimal frühstücken. Okay. Mega cool. Ich finde das ja auch gerade so angenehm, weil die Stadt war auch gestern nicht so überlaufen. Die sind hier auch super gemütlich. Also ich latsche hier gerade über die Straße. Hinter mir das Auto ist auch nicht so hupen, bam bam und gib mal Gas, so wie in Berlin, alles Stress, Stress. Sondern der hat jetzt abgewartet, bis ich hier einfach über die Straße spaziert bin. 喂，老妈，我已经出去了，我看一下有什么吃的。你们饿不饿？我们可以早点出去吃东西呀。Heute ist Sonntag hier. Es kann auch sein, dass die Leute deswegen auch mal später aufstehen. Ich glaube, sonst wäre hier ein bisschen mehr Bambule, weil natürlich auch alle zur Arbeit müssen. Ich mag einfach, dass alles hier gebaut ist. Ja, ich krieg schon wieder dieses Gefühl, ich muss hier bleiben, ein bisschen China einsaugen. Ja, hier ist, das habe ich abends schon gefilmt, die Brücke. So cool ist die aber eigentlich gar nicht. Also die haben einfach eine Brücke, da so ein Häuschen drauf gemacht. Ich glaube, das ist auch gar nicht so alt. Hier gibt es so einen Mini-Kreisverkehr mit einem Bäumchen in der Mitte. Kommt man da eigentlich hoch? Keine Ahnung. Ja. Hier gibt es eine Reisegruppe. Oh, heißt Tibet oder was? Gorne Lyo. Ja, lokal reisen. Supi. Also ich laufe noch ein bisschen rum und zeige euch noch ein bisschen was von der Stadt. Jetzt muss echt mal gucken. Ich glaube, wir müssen später da hinten am Fluss einfach weiter. So riesig ist das hier nämlich alles auch gar nicht. Okay. Läuft. Ja. Da hinten waren wir gestern essen, einfach über die Brücke und links Tuzai. Das war auch richtig lecker. Wir haben es aber auch nicht so scharf gemacht. Gucken wir mal. Hier, ja, an die Stadt. Also, vielleicht gehen wir hier hin. Hier gibt es diese Panda-Bären und Affen. Wir sind irgendwo, ich glaube hier gerade. Hier, das wollen wir noch angucken, auf jeden Fall heute. Und in Ja'an, ich habe gar nicht so viel Station, weil ich dachte wir sind müde. Das ist immer hier super interessant. Und zwar hier seht ihr AA. Hier gibt es 5 A's, 3 A's, 4 A's. Es gibt so ein Ranking für Sehenswürdigkeiten und 5 A's ist dann natürlich dementsprechend auch teurer als 3 oder 4 A's, ist dann aber auch vielleicht noch was besonders Cooles. Hier gibt es einen alten Mann gerade hinter mir. Er guckt sich auch an. Vielleicht der ist aber auch einfach nur ein Local und fand jetzt interessant, dass ich hier rumspiele. So. Ja, man zieht immer so Aufmerksamkeit auf sich. Zack. Cool. Also ich laufe hier heute schon den ganzen Weg. Warte mal. Lass mal gucken, ob die schon wach sind. Nö. Noch keine Antwort. Okay. Dann nur wir. Party. Ich muss mir gleich mal ein Getränk holen. Ich habe Durst. Aber es ist zu früh. Ja, hier sind auch immer so die Flusspromenaden so schön gemacht. Ja, ich glaube, das ist mega angenehm. Ich freue mich schon auf die Rente.
Ich hoffe, China ist dann immer noch so locker. Jetzt in den Großstädten ist ja schon ein bisschen einfach das, wie sagt man, die Modernisierung bringt auch so Hektik rein. Und wir hatten das gestern, ich weiß gar nicht, ob ich das am Ende gefilmt habe, so ein bisschen Eskalation am Flughafen in Peking, weil wir haben extra im Flugzeug Wasser gekriegt und dann musste man in Peking extra auschecken, um dann wieder einzuchecken. Und wir hatten 3 Stunden, am Ende war die Zeit schon fast knapp. Also wir waren so 1 Stunde 10 Minuten vorm Abflug da. Ja, weil wir mussten 5 Kontrollen oder so. Und ja, dann Wasser, kein Wasser. Und dann ist meine Mutter kommt ja hier mit auf diese Reise. Ja. Und die ist ein bisschen ausgerastet, die war verzweifelt, die wollte ihr Wasser behalten. Ja, weil die fand das so nett, dass wir extra noch Wasser im Flugzeug gekriegt haben und der nächste ist wieder brutal und nimmt's dir ab einfach, weil die Kontrolle sagt kein Wasser. Ja. Ja, also hier, die Alten sind hier unterwegs am Samstag. Ach, bin ich auch vielleicht schon alt. Naja, aber es hat noch keine kleine Supermarkt auf. Zimmer Banner. Ja, ihr werdet das merken. Je länger die Reise geht, umso weniger Deutsch werde ich reden. Und umso mehr Chinesisch gibt es einfach. Wow. Guck mal da, dieses Haus mit den Balkonen und ich finde das immer mega, die bauen sich immer noch oben drauf, so extra kleine Etagen manchmal. Also in Chengdu ist das richtig häufig. Das ist bei mir so ein Traum. Ich möchte auf einem kleinen Hochhaus mit der schönen Aussicht wohnen. Dann fange ich irgendwann an zu gärtnern. Ja, aber ich brauche ein Getränk. Wow, guckt euch das an. Also, die haben hier Anleitungen zum Angeln. Ist anscheinend hier erlaubt. Warte mal. Ja, also das sind die Anglerregeln. In Chengdu zum Beispiel ist es eigentlich verboten, es machen aber trotzdem immer Leute und dann kommt jemand und sagt, du darfst es nicht machen, dann ziehen sie mal kurz ein und wenn er weg ist, dann hauen sie es wieder raus. Und hier soll es irgendwie lecker Essen geben. Wir sind diese Brücke. Okay. So, ja, läuft das, ne? Ja, top. Ja, ich muss auch noch mit der Kamera klarkommen. Also ab und zu bin ich vielleicht nicht im Bild. Oh ja, gibt es jetzt irgendwo eine Shop? Ich bin schon verzweifelt. Ja, zu früh. Oh ja, Shuya. Und guck mal hier noch ein bisschen in die Seitenstraßen rein. Vielleicht hat da schon etwas auf. So. Boah, mir gefällt das. Wow. Das ist super. Mal gucken. Ja, ich bin so aufgeregt. So. Okay, also immer der Stärkere gewinnt. Aber Menschen darfst du auch nicht überfahren. Das sind die Regeln hier in China. Ja, da drüben gibt es eine Bank. Banken braucht man auch irgendwie nicht mehr. Also ich habe jetzt das Alipay. Gestern, ich habe mein Passwort verplant. Muss nochmal die deutsche Karte einwerfen, um dann mein Passwort zu ändern. Ich habe es ein halbes Jahr nicht benutzt. Ein Getränkeladen. Also da drüben ist ja der ist auch nicht abgeschlossen, aber da ist niemand. Dikos ist so Dikos ist so diese erste Kopie von McDonald's in China. Die hat eine Zeit lang auch einen richtig geilen Burger.
Ich wollte euch den letztes Mal schon in der ersten Serie zeigen, aber ja, entweder die haben den nicht mehr oder meine Erinnerungen waren falsch. Also Lin meint, meine Erinnerungen waren falsch und das ist eigentlich eine Hähnchenversion von KFC oder so, die ich richtig abfeiere. Gerade ist ja in China 30 Tage visafrei. Es führt noch ein bisschen zu Verwirrung. Bei uns im Hotel haben die jetzt zum Beispiel gefragt, was ist mit deinem Visa? Ich meinte, ja, ist doch visafrei. Und sie sind auch so, aha, ja. Aber so ist es halt. Am Ende haben sie es einfach gescannt, haben die Daten eingegeben. Und dann hat das geklappt. Das heißt, man kann sich das hier angucken. Problem allerdings ist immer noch, es gibt ja zu wenig Flugzeuge gerade in der Welt. Ja, einige werden jetzt sagen, es gibt viel zu viel, aber ja, für den Bedarf gibt es zu wenig. Und dementsprechend gibt es nicht so viele Flüge nach China. Und die es gibt, sind immer schnell ausgebucht und dann auch teuer. Ja. Gerade ist durch Mr. Trump, also das ist ja hier, wie sagt man, das hat jetzt keinen historischen Wert. In 10 Jahren könnt ihr das nicht mehr gucken. Durch diese ganze Zollpolitik ist der RMB jetzt richtig gut für uns geworden. Richtig schlecht für alle Chinesen, die ins Ausland wollen. Also hier ist wirklich Wochenende, vielleicht erst ab 9. Ist ja wie in Deutschland. What? Kenne ich gar nicht so von China. Guck mal, da hängt ein Panda. Chow Tai Zeng. Oh, die machen, glaube ich, so ein Juwelier oder sowas ist das. Aus Hongkong. Also es lohnt sich hierher zu kommen und das mal so ein bisschen selbst zu erkunden. Und es gibt so viele Städte. Man muss immer nicht unbedingt in die Riesendinger und alle gucken das Gleiche an. Ja, und ja, weiß nicht, das Internet feiert Chongqing ab oder den Hotpot in Chengdu. Wir machen hier was anderes. Wir gucken uns Kleinstädte, Natur, Berge, Flüsse, Dörfer an. Oh, hier riecht's. Oh ja, folgt der Nase. Ja, ich liebe Küchen ohne Abluftanlage. Hallo, hallo, Gesundheitsamt Deutschland. Wer braucht denn Abluftanlage? Oh, süß das hier. Ojo. Es riecht gut. Ich glaube, das war die kleine Bude gerade, aber die hatte kein Getränk. So, ich filme hier endlos. Ich mache eine kleine Pause und wir sehen uns dann später wieder, entweder zum Frühstück oder wenn ich was zu trinken gefunden habe. Bis gleich. Zhangshefù Bang Bang Mian. Ja. Ja. Hello， 你好，你好。可以直接配，随便配。这什么？你先尝一下这个味道。这个？你先尝一下这个味道。然后你先尝一下味道。哦，你看，这个是荞面。好吗？好嘛？可以可以。可以吧？这个味道吃得来不？这个可以，但是要多。就2两，你就吃1两嘛。哦，好。或者2两。好。你去配，你去配。你订什么面？那个大炸面。你好。炸酱面。炸酱面一两。Wow, guck mal, das ist voll krass. Er hat hier eine Nudelpresse. Also wir sind hier bei Zhangshefù Jjajangmyeon. Meine Aufnahmeskills. Gemüse und der Nudeltopf. Oh, gibt es Ei. Yojidan. Oh, dieser Geruch. Schon lecker. Für jede Nudel, er bereitet jetzt vor.
我在拍，我在拍我的面。等一下，啥子？那个表姐啊，是吗？他们局长当官的都在那儿做145一件，表姐就在李阿姨那儿。别的地方。你们可以进，就在我们这儿要到那儿去。来，你给那个是。等一下。这个是美团上，妹妹教我操作了以后定的。如果是在柜台上要168，美团因为今天是星期天的晚上就不急，好多都退房，晓得不？停车免费，但是不含早餐，不存在。明天早上我陪你们去吃早餐，你想可以做，对我随便。那我们就把这边退了。我们就把这边退了。要几间？它是啥子房间？几楼？几间床？好，我看面。So, jetzt haben wir was verpasst, weil Schwiegermutter möchte das Hotelzimmer wechseln, weil es billiger ist. Ein bisschen Chinakohl rein. Der Rauch. Leute, es raucht. 这是什么？面？为什么是黄色的？为什么是黄色的？那是荞麦面。荞面。荞麦面。Okay, wir müssen das nachgucken. Ich habe auch keine Ahnung. Jetzt drückt er das runter. Er fliegt, Leute. Und nächster. Und die Nudeln. Ja. Wurde gerade für mich bezahlt. Nein. Guckt einfach die Nudeln runter. Swivel more. Nicht香，对。Zack. Maisnudeln, glaube ich. So, jetzt werden die noch kalt, noch abgeschreckt. Und da hinten geht's weiter. Suppe. Das Gemüse in die Suppe. Ich glaube, eine Portion ist für mich, weil sie sind nur zu dritt. Ist so gekommen, um Dadamien zu essen und geblieben, um Zadamien zu essen. Yeah. Oh, macht es mit der Hand. Toll. Ja. Ein bisschen weiter kochen. So.
Aber diese Presse ist schon geil. Aber die ist so groß. Ich habe gerade überlegt, ob man so eine ins Flugzeug nehmen kann. Stimmt, ne? So als extra Gepäck. Aber diese ist Iliang, einer. Nochmal einer. Und die beiden haben große Portionen. Ja, okay, gleich kommt die Chinesisch-Lektion. Ich bin so ungeduldig. Ja, Topf zu. Oh, kommt noch Wansa oben drauf.泡菜呀。还有泡菜，哇，南怡。哎，要那个海椒不啦？我跟你说嘛，你要吃它的酸菜，这个东西是Oh, dieser Geruch. So rot. Oh. Rein geht's. Oh. Frühstück. Und diese sind super ma und 加点儿，他说有点辣。酸菜他们的酸菜好吃。海源的臭，海源臭。你们慢慢吃我做。哦，好，谢。他说的他们的那个酸，他这儿加了的吧，老板？他说的那种酸菜，青酸菜哇。有啊。Hier gibt es noch Pauzai, hat die Schwiegermama sich bestellt. Ich darf es filmen, also eingelegte Gemüse. Wow. Hauswein. Oh. Ah, ja. Oh, die sind super weich. 咱们这是江边。好。江边锅儿他们妈正好耍噻。远不远？马上。他们那个哦，看不到，没得事，看不到，你定期的。哦，对了，他说是在江边，在江边。好。那个旅馆。好。145。都便宜。便宜，熊猫。又是熊猫。啊。哦。来，你来。好，我们马上来。我们马上来，要得。哦，不是后院买的，350买的。没得事，你弄你的，我们那个了，就你发个定位给我们。你办了个契。看到了。他只了解解决方式。哦。我付钱。你过去。你不付。你说那这儿。这个。这个过去再说嘛。先入去把一天菜的快解决完。这个面是玉米还是？荞面。荞面就我们昨天喝那个茶那个苦荞那种炸的面，就这样喝水呢。哦，就那个荞面。但是他们现在。应该听不懂。可以切下来，我zeige ich mal. Also, ich krieg gerade raus, wie diese Nudeln gemacht werden. Ich dachte, das ist Mais, aber sie meint, das ist aus den Körnern, die wir gestern Abend im Tee hatten. Oh, ich bin dumm. Buchweizen. Oh, Jedaule. Ja. Buchweizennudeln. Oh. Ja, also das hier sind Buchweizennudeln. Hat ein bisschen gedauert, bis es bei mir hier Klick gemacht hat. Und wenn ihr noch kommen wollt, dann kommt. Ansonsten gibt es beim nächsten Spot was zu essen. Niedermian, ihr Butala. Die schön, Weiwei la.
什么辣度？这么辣，是吧？你的辣度？辣度有点辣。真的吗？我吃的很辣。但是我试一下，我觉得不辣。不然我刚刚有加了辣椒。哦，你刚刚辣。这样。Aber sie hat wieder für mich bezahlt, Mann. Ich habe nur bezahlt, wenn ich nicht schnell genug bin. 到时候你付钱，喊你们付房费，喊你们女婿转给你就方便多。原来他们认为是付的，付钱要查的，他们就没有。哎，刚才这个老外可以煮。中午就不着急吃面，然后中午就去吃中餐，下午再吃饭，水面要得不？他说的这个样子。我们去这个2个地方，金峰山公园，还有。这个全是那个我问了，8 TT。全是 T。可以8 T。啊，还有我们去昨天这个熊猫和。一来去吃面，就在那儿住。好，我们早上要去那个啥子金凤山公园，我们这样子，我付钱，你走吧。没事，我在吃东西。出来的嘛，我已经出来了，你把特色弄好。这个汤喝不喝？你喝，喝一口，你喝得下你就喝。这个好吃，吃不来。可以吃，好穿。你看嘛，房间好漂亮嘛，房间。好可爱呀！还有熊猫，又是熊猫。Also wir machen so, die Schwiegermama hat ja mit unserer Tante da gestern gesprochen und Tianchen-Nudeln essen. Wir gehen erstmal hier in der Nähe auf einen so einen kleinen Berg und Tempel uns angucken und ein bisschen die Innenstadt gucken. Dann gehen wir zu dieser Panda. Also zwischendrin gehen wir diese Fisch essen, der hier ganz berühmt ist. Und da gibt es auch Gemüse und alles. Und wir wechseln nochmal das Hotel, weil die haben uns ein anderes vorgeschlagen. Und hier Schwiegermama findet, das ist günstiger und schöner. Und haben alle Fensterblick zum Fluss. Genau. 他们自己的花椒，他也有花椒，买不买？自己的花椒。买不买？他说那个批发市场那个花椒那儿远得很，在九乡，不在这儿。批发市场，他说的他们的花椒也好，买不买？要买可以买上，他们自己生产的花椒。明天我们去这个花椒山。你是去玩去看，不是买吧？对，就玩一下，看一下，拍一下，休息。有时候我在拍，我害羞；有时候我不怕。不怕。哎呀，有啥子害羞嘛？我不知道为什么。找他们。这在里面。那就是在拍片的时候，只要他不反反正有时候我就想休息。Wir gehen nochmal filmen. Ja, wir nutzen nochmal die Gelegenheit. Er macht Show Tofu. 师傅，我可以进去拍一下？哦，谢谢。Also er macht hier Show Tofu. Wow. 里面二不啦我们3碗。34元一天哈。34哇。哎。Oh, dann kommt noch Gemüse rein. Bleiben wir hier beim Tofu. Jetzt erwürzt es ein bisschen so wie Lind kocht. Einfach rein damit. Ja. Dann noch ein. So.
Jetzt kommen noch auf die Schale. Und weg ist es. Aber ist nicht für uns. Ist für die anderen Leute. Ha, Chiche. So, wir machen einen Hotelzimmerwechsel. So, und jetzt gehen wir ein bisschen Bergsteigen.